Welcome back bei Lobo TNT Retro Gaming. Heute geht es wieder um die PlayStation 2, die das Zuhause der schnellsten, lautesten und legendärsten Rennspieler aller Zeiten war. Egal ob Street, Racing, Rallye, Simulation oder purer Arcade-Wahnsinn, auf keiner Konsole gab es so viel Vielfalt. Heute blicken wir auf die 25 besten PS2 Racing Games aller Zeiten, inklusive echter Driftklassiker aus Japan. Schnall dich an, dreh die Lautstärke hoch, jetzt gibt's Vollgas mit Lobo TNT Retro Gaming. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Ein stilvoller Start für die PS2. Ridge Racer 5 kombinierte marklose Drifts, neonleuchtende Städte und einen treibenden Techno-Soundtrack. Die präzise Steuerung ließ sich jede Kurve spüren und die Arcade-Geschwindigkeit fühlte sich an wie ein Tanz. Kein Realismus, nur Flow und Tempo. Dieser Titel bewies gleich zum Konsolenstart, dass Racing nicht nur Spiel, sondern Erlebnis sein kann. Der Beginn einer Legende. Burnout belohnte Mut statt Vorsicht. Riskante Überholmanöver und Crashs, Zeitlupe wurden zum Markenzeichen. Mit Boost, donnerndem Sound und explosiver Optik fühlte sich jede Runde wie ein Adrenalinschub an. Das Fahrgefühl war roh und intensiv. Jeder Crash ein Spektakel. So begann eine Serie, die Racing in pure Nervenkitzel verwandelte. Schnell, laut und unvergesslich. Rockstar brachte mit Midnight Club nächtliche Freiheit auf die PS2. Ohne feste Strecken rast du durch New York und London, suchst Abkürzungen und entkommst der Polizei. Der elektronische Soundtrack und das dichte Stadtgefühl erzeugten reinen Adrenalinrausch. Es war rau, schnell und mutig. Der Geburtsmoment des Open World Street Racings, der eine ganze Ära prägte. Realismus mit Seele. In Tokka 2 durchläuft seine echte Fahrerkarriere. Tourenwagen, Rallye, Formel und mehr. Jedes Auto fühlte sich anders an. Jede Serie hatte ihren Rhythmus. Die Physik war präzise, die Präsentation seriös und der Fortschritt spürbar. Es war authentischer Motorsport. Ein Spiel für alle, die Fokus und Technik lieben. Ein realistischer Racer, der Spaß und Spannung perfekt vereinte. Ein still sympathischer Titel für Markenliebhaber. Über 50 Ford-Modelle vom Oldtimer bis zum modernen treten auf klassischen Strecken an. Ohne Explosionen oder Tuning, dafür mit ehrlichem Fahrgefühl und nostalgischem Charme. Das Gameplay war klar und bodenständig, die Musik schlicht und passend. Ein Racer, der nicht nur durch Effekte, sondern durch seinen Respekt für die Automarke überzeugte. Unterschätzt, aber bodenständig gut. Echte Teams, echte Strecken, echter Schweiß. WRC 4 bot authentischen Rallye-Sport mit detaillierten Etappen und wechselnden Bedingungen. Ob Schnee, Schotter oder Regen, jede Oberfläche fühlte sich einzigartig an. Die Präzision der Steuerung und der Sound der Motoren erzeugten echtes Fahreradrenalin. Ein technisch starker, realistischer Racer für alle, die Rallye lieben und kein Effektfeuerwerk brauchen. Ein Rennspiel wie ein Sommertag. Outrun 2006 kombiniert Ferraris und die Küstenstraßen und den klassischen Sega-Soundtrack zu purem Arcadeglück. Driften, gleiten, genießen. Hier geht es nicht um Stress, sondern um Flow und Freiheit. Das Handling ist präzise, die Farben strahlen und der Sound macht einfach glücklich. Ein spielgewonnener Kurzurlaub für alle, die Racing mit Leichtigkeit lieben. Der Realismus-Geheimtipp von Konami. Enthusia setzt auf präzise Physik statt Show. Gewicht, Traktion und Reifenverschleiß waren spürbar und forderten Feingefühl.
Jede Kurve zählte, jeder Fehler tat weh. Die Präsentation war ruhig, der Sound sauber, die Steuerung direkt. Ein Racer für Puristen und Gran Turismo-Fans, die etwas Neues wollten. Technisch beeindruckend, ehrlich und bis heute unterschätzt. Adrenalin mit System. Burnout 2 machte alles schneller, lauter und intensiver. Riskantes Fahren füllte deinen Boost. Crashs wurden in Zeitlupe zum Spektakel. Doch die Steuerung blieb präzise, was Kontrolle und Chaos perfekt balancierte. Jedes Rennen war ein Risiko, das sich lohnen konnte. Ein Arcade Racer, der Herzklopfen und Meisterschaft gleichermaßen belohnt. Globale Rennen, freies Fahren und maximale Geschwindigkeit. Midnight Club 2 führte von LA über Paris bis nach Tokio und brachte Offenheit ins Genre. Die Steuerung war flüssig, die Gegner gnadenlos, der Soundtrack elektrisch. Jede Stadt hatte ihren Rhythmus, jedes Rennen ihren Puls. Ein Racer mit Seele und Stil, pure Rockstar-Energie auf Asphalt. Mein persönlicher Favorit, Nächte voller Neon und Rivalität. Carbon brachte Crewmechanik und Canyon Drifts auf die PS2. Du trittst gegen Bosse an, baust dein Team auf und beherrschst gefährliche Bergabkurven. Das Tuning war tief, die Atmosphäre dicht, der Sound intensiv. Visuell starker filmischer Racer und ein würdiger Abschluss der klassischen NFS-Ära. Street Racing mit Taktik. Juiced drehte sich um Respekt, Risiko und Rivalität. Du verhandelst Wetten, baust deinen Ruf auf und entscheidest, wann du alles riskierst. Das realistische Schadensmodell und präzise Tuning gaben jedem Rennen Gewicht. Ein Racer mit Strategie, bei dem Vertrauen so wichtig ist wie Tempo. Ein kluger Underground-Gegenspieler zu Need for Speed. Der Realismus-Schock zur PS2-Start. Gran Turismo 3 brachte 150 Autos, realistische Physik und Grafik, die ihrer Zeit weit voraus war. Jede Kurve fühlte sich echt an, jeder Wagen hatte Eigenheiten. Motorsport wurde hier zur Meditation. Ruhig, präzise und zeitlos beeindruckend. Ein Spiel, das Racing-Simulation auf Konsolen neu definierte und den Standard für Jahre setzte. Letout brachte realistisches Schadensmodell, physikbasierte Crash-Events und Offroad-Rennen voller Schmutz. Trotz Kollision blieb das Fahrgefühl präzise, jede Karambolage spektakulär. Es war laut, chaotisch und einzigartig. Ein Arcade Racer, der zeigte, wie Spaß und Zerstörung Hand in Hand gehen und der Grundstein einer Kultserie wurde. Der Street Racing Boom begann hier. Underground machte Tuning, Musik und Nachtleben zum Herz des Racings. Neonlichter, Bodykits und Beats prägten den Stil der 2000er. Das Fahrgefühl war griffig, die Atmosphäre vibrierte. Ein Spiel, das Street Racing in den Mainstream brachte, mit Stil, Seele und einem Soundtrack, den man bis heute im Ohr hat. Kommen wir zur Japan-Only-Bonus-Kategorie. Mit Kaido Battle 2 fängt die japanische Tough-Kultur perfekt ein. Drifts sind hier kein Gimmick, sondern Kunst. Authentische Autos, realistische Physik und dichte Nachtstimmung sorgen für unvergleichliche Atmosphäre. Ein Geheimtipp, der Driften so pur darstellt wie kaum ein anderes Spiel. Intensiv, technisch und wunderschön japanisch. Der Anime als fahrbares Erlebnis. Initial D bringt den Kult der Serie direkt auf die PS2 mit originalen Strecken, Rivalen und Eurobeat-Sound. Das Driften fühlte sich präzise an, das Tempo ist hoch, die Inszenierung stilecht. Jede Kurve erinnert an Takumi Fujiwara und jeder Sieg an den Geist des Anime. Ein Muss für JDM-Fans und Retro-Liebhaber gleichermaßen. Japans realistische Antwort auf Gran Turismo. Metal Gear 3 überzeugte mit exakter Physik, technischem Anspruch und feiner Steuerung.
Bergrennen, Stadtstrecken und Arcade-Wurzeln verschmelzen zu einem nüchternen, aber packenden Erlebnis. Lenkrad-Support und sauberes Design machten es bei Sim-Fans legendär. Leider nie im Westen erschienen, ein echtes Juwel für Puristen, die Präzision über Klemmer stellen. Echter trifft Motorsport als Spiel. D1 Grand Prix 2005 bringt lizenzierte Fahrer, offizielle Wagen und ein realistisches Punktesystem. Das Handling ist anspruchsvoll, die Kameras dynamisch, die Präsentation erinnert an TV-Events. In Japan erschienen und später auch in den USA bietet es authentische Wettbewerbsatmosphäre. Ein Stück professioneller Driftkultur, technisch solide, ehrlich und für Fans der Szene ein Muss. Wir kommen in die Top 10. Flatout 2 bot mehr Speed, wilderes Schadensmodell und größere Vielfalt. Jede Strecke war ein Minenfeld, jedes Rennen ein Adrenalinschub. Trotz Zerstörung blieb die Steuerung sauber und kontrollierbar. Crash-Events, Karrieremodus und Multiplayer machten es zur Party-Legende. Einer der unterhaltsamsten Arcade-Racer der PS2-Ära. Laut und befreiend. Midnight Club 3 bot 3 Städte, über 100 Fahrzeuge und grenzenloses Tuning. Der Soundtrack vibrierte, das Nachtlicht glänzte, die Geschwindigkeit war atemberaubend. Motorräder, Luxuswagen, Muscle Cars, alles dabei. Freiheit, Musik und Design schmolzen zu einem Erlebnis, das pure 2000er Kultur atmete. Ein Highlight, das Style und Geschwindigkeit vereinte. Open World Racing, bevor es Mainstream wurde. Test Drive Unlimited ließ dich herbei erkunden, Häuser kaufen und Traumwagen sammeln. Ob entspanntes Cruisen oder intensive Rennen, die Freiheit war grenzenlos. Das sonnige Setting und die realistische Fahrphysik machten es einzigartig. Ein Racer, der zeigte, dass Erlebnis und Atmosphäre ebenso wichtig sind wie Tempo. Der Höhepunkt des Street Racings. Underground 2 öffnete die Stadt, vertiefte das Tuning und setzte neue Maßstäbe im Sounddesign. Von Viertelmeilenrennen bis Drifts, jedes Event fühlte sich eigen an. Der Stil war ikonisch, die Musik legendär. Ein Spiel, das eine ganze Generation prägte und noch heute für den perfekten nächtlichen Racing-Vibe steht. Rallye pur. Colin McRae 3 brachte realistische Etappen, präzises Handling und spürbaren Untergrund. Jede Strecke verlangte Konzentration, jede Kurve Geduld. Keine Show, keine Effekte, nur echter Motorsport. Das Spiel belohnte Disziplin und Kontrolle. Und wenn du alles richtig machst, fliegst du förmlich durch den Dreck. Ein ehrliches Meisterwerk für Rallye-Fans. Wir kommen in die Top 5 mit Aggression als Kunstform. Burnout Revenge verwandelte den Verkehr in Waffen und Crashs in Explosionen. Jedes Rennen war ein Action-Spektakel, jede Sekunde reines Adrenalin. Trotz Chaos blieb das Fahrgefühl perfekt ausbalanciert. Es war laut, aggressiv und verdammt befriedigend. Ein Spiel, das Grenzen sprengte und zeigte, wie schön Zerstörung aussehen kann. Einer meiner Lieblinge, Most Wanted, kombinierte Polizeiverfolgungen, Rivalen und offene Stadt zu einem Film in Spielform. Der legendäre BMW M3 GTR, der Soundtrack und die Story machten es unvergesslich. Jedes Rennen war Spannung pur, jede Flucht ein Herzklopfmoment. Ein Action-Racer, der Stil und Substanz perfekt vereinte. Und wir kommen in die Top 3. Midnight Club 2 führte dich durch LA, Paris und Tokio schnell, frei und unberechenbar. Die Musik, das Tempo und der Wettkampf fühlten sich roh und ehrlich an. Ein Spiel voller Energie, das Street Racing als Lebensgefühl einfing, wild, kompromisslos und zeitlos cool. Der Gipfel des Arcade-Wahnsinns Burnout 3 belohnte Aggression und Risiko. Jeder Takedown war pure Befriedigung.
Die Geschwindigkeit, der Soundtrack, die Explosionen, alles auf Maximum, Kontrolle und Chaos verschmolzen perfekt. Ein Adrenalinrausch, der dich in den Sitz presst und nicht mehr loslässt. Das Nonplusultra des Action Racings. Auf Platz 1 das Meisterwerk, über 700 Autos, legendäre Strecken und Realismus, der die PS2 an ihre Grenzen brachte. Jede Kurve fühlte sich präzise an, jede Linie perfekt. Die Präsentation war edel, der Soundtrack majestätisch, das Fahrgefühl unvergleichlich. Gran Turismo 4 war kein Spiel, sondern eine Liebeserklärung an den Motorsport. Zeitlos und unerreicht. Von Drifts in Japan über die Explosionen von Burnout bis zur Perfektion von Gran Turismo 4. Die PS2 war die Hochgeschwindigkeitsära einer Generation. Diese Spiele ließen uns fühlen, was Racing wirklich bedeutet. Risiko, Präzision, Leidenschaft. Welches war dein Favorit? Schreib's in die Kommentare und bleib dran für mehr Retro-Power, Nostalgie und Gaming-Geschichte bei Lobo TNT Retro Gaming. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload.